Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie das bei Dreamy aussieht mit der Kompatibilität von Zubehörteilen und auch der Absaugstation bei Serien, die über verschiedene Zeiträume hinweg released worden sind und auch preislich in unterschiedlichen Kategorien angeordnet worden sind. Wir haben hier einen Dreamy D10 Plus der zweiten Generation und einen Dreamy Z10 Pro. Und da wollen wir uns auch insbesondere mal anschauen, wie das aussieht mit den Absaugstationen. Und für die Absaugstation habe ich auch noch einen absoluten Preis-Leistungstipp. Los geht's! Der D10 hier der zweiten Generation und der Z10 Pro sind identisch aufgebaut. Wir verlieren allerdings die bessere Frontsensorik des Z10 Pros mit dem D10. Auch der Wandsensor fällt leider weg. Und wir haben auch auf der Unterseite des D10s den Wegfall von jeweils einem Absturzsensor pro Rad. Ansonsten sind die Geräte aber identisch. Vor allem eben, was uns interessiert, auf der Unterseite. Und aber auch im Inneren, das heißt, wir können hier zum Beispiel den Staubbehälter problemlos austauschen, sprich, der ist kompatibel und damit natürlich auch die Filtereinheiten. Für den Z10 Pro interessant ist eben auch, dass hier alle Bürsten verwendbar sind, also die beiden rechts sind die neueren, aber auch ganz links die Bürste des Z10 Pros ist auch eben im D10 beispielsweise verwendbar. Beim Z10 Pro haben wir nochmal die Besonderheit von solchen CAM-Elementen, dazu kommt nochmal ein extra Video, da werde ich mir das nämlich nochmal anschauen, wie das mit den neueren Bürsten konkreter aussieht. Warum die weggefallen sind, weiß ich leider nicht. In neueren Modellen findet man die nicht mehr. Wenn man auf den Dreamy-Seiten auch mal nach Zubehörteilen Ausschau hält, auch in verschiedenen Ländern, dann sieht man dann auch immer mal so Beschreibungen, die dann eben anzeigen, dass die Teile dann für verschiedene Roboter nutzbar sind. Ja, wie das mit der Absaugstation aussieht, das hat mich dann insbesondere interessiert. Die sehen wir hier einmal und da können wir anhand des Infrarot-Patterns erkennen, dass das identisch ist. Das heißt, man kann die Station mit oder für beide Roboter jeweils benutzen. Das ist kompatibel, das ist wirklich sehr gut, denn wenn man jetzt beispielsweise auf der Suche nach einer zweiten Station ist, aber nicht das komplette Set kaufen möchte mit Roboter, dann kann man beispielsweise auf eBay mal Ausschau halten, ob es da defekte D10 Plus Varianten gibt oder eben auch Z10 Pro Varianten und die dann eben mit einer funktionierenden Absaugstation dann kommen, die man dann für günstig Geld dann schießen kann. Apropos Absaugstation, dann nochmal Qualitätsvergleich. Also die Absaugstation des D10 ist wesentlich billiger in der Qualität. Das heißt, wir haben da dünneres Material, keinen anständigen Deckel. Und hier die Station vom Z10 Pro bringt das alles mit. Die ist auch wesentlich schwerer. Jetzt kommt der Geheimtipp und zwar gibt es auch eine Xiaomi Base oder eben Absaugstation, die wir hier sehen, die auch qualitativ wirklich sehr gut ist. Die hat einen ordentlichen Deckel, ist auch wirklich schwer. Und es ist so, dass Dreamy auch für die Xiaomi Brand eben produziert. Da sind dann in der Vergangenheit immer parallel Roboter erschienen, die dann eine andere Frontsensorik mitbringen. Auch dann in dem Fall hier jetzt eine bessere Frontsensorik. Das heißt, wir haben bei den Xiaomi-Modellen 3D Time of Flight im Vergleich zu den Linienlasern bei den Dreamy-Modellen. Und die Station funktioniert dann auch, die ist auch kompatibel, denn auch hier wird das gleiche Infrarot-Pattern benutzt. Bei der D10-Station habe ich vergessen zu erwähnen, dass das ein bisschen schneller ist. Das wird höchstwahrscheinlich die Undock-Qualität ein bisschen erhöhen, weil man dann eben mehr Signale pro Sekunde dann beispielsweise ausgibt, die empfangen werden können. Und auch hier sehen wir eben, dass hier das Andocken und das Erkennen problemlos funktioniert. Auch die Absaugung funktioniert problemlos. Dazu habe ich am Ende des Videos oder gegen Ende des Videos nochmal alles in Originalgeschwindigkeit mit allen Stationen hochgeladen. Hier einmal ein extra Knopf noch an der Xiaomi-Station, der funktioniert leider nicht mit den Dreamy-Modellen und auch haben wir hier einen extra An-Aus-Knopf an der Station, den man so bei den Dreamy-Stationen auch nicht findet. Und der Knaller ist eben, dass es diese Xiaomi-Station wirklich sehr günstig auch als neue Ware aktuell zu kaufen gibt. Also das wäre für mich jetzt hier der Weg, wenn man eine Station sucht. Die Behälter sind leider nicht kompatibel. Die Xiaomi-Station kommt mit einem Behälter nochmal extra dabei. Das war ein Upgrade halt, diese Station.
Und damit lässt sich dann leider der Deckel der Dreamy-Roboter nicht mehr schließen. Auch der Einrastmechanismus für die Staubboxen, der schließt dann nicht mehr. Also den würde ich dann nicht benutzen. Der HEPA-Filter, oder ist kein HEPA-Filter, der EL-Filter, der ist aber kompatibel und kann auch in den Dreamy-Boxen benutzt werden. Also ja, wie gesagt, wenn man eine Station sucht, eine zweite, dann ist das der Weg, würde ich mal behaupten, insbesondere eben dann die Xiaomi-Station. Auch ersatzzeittechnisch sind dann, glaube ich, auch die alten Serien von Dreamy kompatibel mit den neueren Serien. Das heißt, da wird man auch intern dann eben Elemente austauschen können, jedenfalls nach meinen Teardown-Erfahrungen. Wer mich unterstützen möchte, sieht hier ein paar Möglichkeiten. Ansonsten, wie angekündigt, folgen jetzt nochmal alle Docking- und Absaugvorgänge in Originalgeschwindigkeit mit Ton. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Start charging. Start auto empty. Start charging. Start auto empty. Returning to the dock to charge. Start charging. Start auto empty. Cleaning task completed. Returning to the dock to charge. Start charging. Start auto empty. Returning to the dock to charge.
charging. Start auto empty. Cleaning task completed. Returning to the dock to charge. Start charging. Start auto empty.